Wie ist der Alltag mit einem Cochlea-Implantat? Welche praktischen Tipps im Umgang mit CIs sind nützlich? Oder inwiefern kann ein CI dein Leben verändern? All diese Fragen kann ich als gut hörende Person schwer beantworten. Und genau deswegen habe ich diese Fragen einmal Personen gestellt, die bereits mit einem Cochlea-Implantat versorgt sind. Mein Name ist Stefanie Richter, ich bin Hörexpertin bei Cochlea und möchte dir helfen zu verstehen, wie das Leben mit einem Cochlea-Implantat sein kann. Der Schritt, sich für ein Cochlea-Implantat zu entscheiden, ist nicht immer leicht. Jede Person hat ihre eigene, ganz persönliche Geschichte. Für manche ist es die Chance, wieder besser zu hören, für andere geht es darum, wieder mehr am Leben teilnehmen zu können. Mich interessiert, was einige unserer Implantatträger dazu bewegt hat, sich mit einem Cochlea-Implantat versorgen zu lassen. Die Hörgeräte liefen am Leistungsmaximum, was auch zur Folge hatte, dass ständig Gehörgangentzündung, Trommelfellentzündung, Mittelohrentzündung, was auch den letzten Anstoß gab, mich für das Cochlea-Implantat zu entscheiden. Aufgrund des Leidensdrucks, den ich hatte, im Gesprächen unter Störgeräuschen. Und das wurde immer anstrengender, immer schwieriger, immer schlechter und da musste was passieren. Nach der Implantation folgt die Phase der Anpassung, Nachsorgen und Rehabilitation. Was können Herausforderungen in dieser Zeit sein? Besonders die Eingewöhnung ist oft nicht ganz einfach und es bedarf Zeit, sich an die neuen Geräusche und das Hören zu gewöhnen. Aber wie geht man eigentlich mit diesen Herausforderungen um? Fragen wir doch einmal unsere Implantatträger. Bei der Eingewöhnungsphase, die ich hatte, kann ich einfach nur allen Leuten empfehlen, viel Geduld zu haben. Also die ersten Wochen sind hart. Wenn man das erste Mal wieder versucht, etwas zu hören, gerade in der Reha wird ja auch das gesunde Ohr vertäubt. Und man steht dann das erste Mal da und hört nichts. Das dauert dann so ungefähr 2-3 Wochen. Und dann hat man schon eine ziemlich gute Hörleistung entwickelt. Für die meisten Betroffenen ist die Implantation eine Entscheidung, die das Leben gewaltig beeinflusst. Wie es sich durch das CI verändert, kann wirklich nur jemand beantworten, der selbst mit einem Cochlea-Implantat versorgt ist. Wie also hat sich das Leben verändert? Ich wusste auch vorher schon, dass ich mich sehr zurückgezogen hatte durch diesen großen Hörstress insgesamt. Und nachdem ich implantiert worden bin, habe ich also 4 Rehas gemacht, um mich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen zu können unter Gleichgesinnten. Ich habe Gott sei Dank tolle Therapeuten und Ärzte dort vorgefunden und einen tollen Freundeskreis aufgebaut, der mich also in meine absolute Traurigkeit aufgefangen hat. Ne? Also ich habe, nachdem ich das CI implantiert bekommen habe, ein ganz anderes Selbstbewusstsein für mich entwickelt. Vorher war ich eigentlich auch zeitweise sehr depressiv, weil ich vieles nicht hören konnte und habe mich auch im Freundeskreis zurückgezogen. Und mit dem CI war das wieder ein ganz anderes Lebensgefühl gewesen. Man geht auch viel offener damit um, ist schon ein Wohlfühlgefühl. Vielleicht fragst du dich, welchen Einfluss ein Hörimplantat auf den Alltag hat und wie Betroffene damit umgehen. Das Cochlea-Implantat kann den Alltag leichter machen und bei alltäglichen Aufgaben unterstützen. Hör dir an, wie einige CI-Träger und CI-Trägerinnen ihren Alltag beschreiben. Natürlich bin ich froh, dass ich überhaupt einen Alltag haben kann durch das Implantat, also einen hörenden Alltag letztendlich. Ich kann Gesprächen viel besser folgen, auch in lauten Störgeräuschsituationen. Restaurantbesuche oder Partys oder Seminare oder In Bahnhöfen. Im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Also mir hilft das schon in der Schule, damit ich was verstehe. Mir hilft es auch, meine Familie zum Beispiel zu verstehen oder wenn ich mal irgendwo ins Kino oder auf ein Konzert oder so gehe. Es gibt viele Situationen, in denen das Cochlea-Implantat eine echte Hilfe sein kann. Ob beim Einkaufen, bei Gesprächen mit Freunden oder beim Hören von Musik. Es sorgt immer wieder für Erleichterung. Aber in welchen Momenten hat das CI unseren befragten Personen besonders geholfen? In dem Moment, wo ich aufwache, aufstehe, ziehe ich sofort an und bin froh, dass ich wieder dabei sein darf. Egal, was jetzt gerade in dem Moment in meiner Wohnung oder wo ich bin, an Geräuschen auf mich zukommt. Ich fühle mich dann direkt lebendiger. Das größte Glücksgefühl hatte ich gehabt, als ich das erste Mal wieder Musik so richtig gehört hatte jetzt. Da sind mir echt die Tränen gekommen damals. Betroffene Personen fragen häufig nach hilfreichen Tipps für die Nutzung ihres Cochlea-Implantats im Alltag. Schau dir einmal an, was dir diese CI-Träger für Tipps und Tricks geben können. Vielleicht ist ja auch etwas Hilfreiches für dich dabei. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit Bluetooth-Devices mittlerweile zu arbeiten.
die einen dann sehr stark unterstützen können, sei es beim Telefonieren, Autofahren. Den Sprecher im Umfeld etwas besser herausfiltern. Üben, 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 üben. Geduld haben. Die Situation, die man vielleicht früher gemieden hat, als man noch nicht so gut gehört hat, jetzt wirklich ganz bewusst reingehen mit dem Gedanken, wunderbar, ein Übungsfeld. Für Nutzer von Cochlea-Implantaten ist Pflege und Wartung ein wichtiges Thema. Wie bei jedem technischen Gerät ist auch der Soundprozessor auf Pflege angewiesen. Denn mit guter Pflege kann man zusätzlich sicherstellen, dass der Prozessor lange hält. Die Pflege und Wartung ist nicht so schwer und lässt sich leicht in den Alltag integrieren. Hier sind einige Erfahrungsberichte von CI-Trägern dazu. Der Pflege und Wartung von meinem CI mache ich eigentlich ziemlich genau das, was der Hersteller empfiehlt. Wir kriegen ja alle in der Erstausstattung auch eine Trockenbox mit. Da kommt das CI jede Nacht rein, damit eben die Feuchtigkeit, die über den Tag da vielleicht reinkommt, auch wieder rausgeht und die Elektronik nicht beschädigen kann. Ich finde, muss ich auch ehrlich sagen, die Geräte gut, weil sie ziemlich wartungsarm sind. Und ansonsten habe ich regelmäßige Termine im Klinikum, spreche das durch, da wird das Gerät immer durchgemessen, die Soundeinstellungen werden immer wieder angepasst. Also von daher hat man da selbst nicht sehr viel mit zu tun. Als letztes haben wir Hörimplantatträger nach Ratschlägen gefragt, die sich speziell an Personen richten, die vor der Entscheidung für ein Cochlea-Implantat stehen. Diese Erfahrungen aus erster Hand können dir helfen, deine Entscheidung zu erleichtern. Ich würde sagen, dass es ganz normal ist, dass man keine Angst davor haben muss. Also ich würde auf jeden Fall den Eltern raten, dass sie sich auf jeden Fall auch nicht entmutigen lassen sollten, dass sie sich viel verschiedene Meinungen vielleicht einholen, sich einfach gut informieren. Selbsthilfegruppen, auch vielleicht eine Reha. Mit Leuten auszutauschen, die bereits Implantatträger sind, entweder über Hörpaten, über Selbsthilfevereine. Das gibt einen viel Sicherheit bei der Entscheidung. Ich hoffe, die Erfahrungsberichte von Cochlea-Implantatträgern waren hilfreich für dich. Solltest du noch weitere Fragen haben, stelle sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video oder kontaktiere die Cochlea-Hörbegleiter. In der Beschreibung des Videos findest du einen Link, um mit dem Hörbegleiter-Team in Verbindung zu treten. Wenn du mehr zum Thema Hören, Schwerhörigkeit und Cochlea-Implantate erfahren möchtest, dann abonniere unseren Kanal und schau dir unsere Videos zu diesen Themen an. Bis zum nächsten Mal.